Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich heiße Nastja und das ist bereits das 6. Video von unserer Reise über die Insel Shikoku in Japan. Und im Moment befinden wir uns hier in der Küstenstadt Yavatahama in der Präfektur Ehime. Nachdem wir es endlich geschafft haben, früh aufzustehen, haben wir Yasuhara verlassen und sind mit dem Motorrad hierher gefahren. Gegen 11 Uhr morgens sind wir hier angekommen. Zur Erinnerung, diese Reise fand im Juni statt, deshalb herrschte eine große Hitze. Aus diesem Grund hatten wir nicht besonders Lust, viel herumzulaufen und sind zuerst in einen Supermarkt gegangen. Dort war ich wirklich überrascht von der großen Menge an Mandarinenprodukten. Wie sich herausgestellt hat, ist die Präfektur Ehime dafür bekannt, Mandarinen anzubauen. Und sie sind so etwas wie ein Symbol dieser Region. Die Bäume im Hintergrund, die mich zuerst an Weinberge erinnert haben, sind in Wirklichkeit Mandarinenbäume. Es gibt hier sehr viele verschiedene Sorten von Mandarinen sowie alle möglichen Marmeladen. Allerdings ist alles ziemlich teuer. Wir wollten eigentlich lokale Mandarinen kaufen, aber eine Packung mit 7 Stück hat etwa 900 Yen gekostet. In Deutschland kostet zum Beispiel 1 Kilogramm Mandarinen ungefähr 2 Euro. Aber für Japan ist teures Obst eine ganz normale Sache. Übrigens haben wir zum Experiment 2 Flaschen Mandarinensaft gekauft. Eine für 180 Yen und eine für 400 Yen. Mein Mann hat zuerst den einen Saft ins Glas gegossen und danach den anderen. Ehrlich gesagt habe ich keinen großen Unterschied bemerkt und der günstigere Saft hat mir sogar etwas besser geschmeckt. Mein Mann aber erwies sich als größerer Feinschmecker als ich und der Saft, der ihm schmeckte, war teurer. Wir befinden uns hier auf dem Doya-Markt und wie üblich gibt es hier viele verschiedene Restaurants, Geschäfte und sogar Automaten mit Essen. Wir haben uns entschieden, zum Fischmarkt zu gehen und dort in einem lokalen Restaurant Kaisendon zu essen. Kaisendon ist eine Schüssel Reis mit verschiedenen rohen Meerfrüchten. Mit Sojasauce und Wasabi schmeckt das sehr lecker. Allerdings kam es mir als Ausländerin am Anfang ein bisschen eklig vor. Jetzt esse ich zum Beispiel gerne Thunfisch, Lachs und Garnelen und kann auch Krabben und Makrelen essen, aber Jakobsmuscheln, Tintenfisch, Ostern und Oktopus kann ich nicht essen. Übrigens schaut euch mal diese richtig saubere, kostenlose Toilette an, die sich direkt auf dem Markt befindet. Gut zugängliche Toiletten sind ein großer Vorteil Japans. Unser nächstes Reiseziel liegt etwa 30 Kilometer entfernt und heißt Seto Wind Hill Park. Generell ist unsere Reiseroute ziemlich spontan. Wir buchen Hotels sehr oft erst morgens am Tag des Check-ins. Das war übrigens günstiger als im Voraus zu buchen. Wir haben keinen festen, nach Tagen durchgeplanten Reiseplan. Meistens entscheiden wir entweder morgens am selben Tag oder spätestens am Abend des Vortages, wo wir die nächste Nacht verbringen werden. Und unterwegs während der Pausen schauen wir, ob es auf dem Weg noch interessante Orte gibt, bei denen wir anhalten können. Genau so haben wir diesen Hügel mit Windrädern gefunden. Einfach ein schöner Ort mit Blick von oben auf den Ozean. Außerdem fliegen hier riesige schwarze Schmetterlinge, die aus der Ferne wie Vögel aussehen. Ich konnte sie nur ganz kurz filmen. Jetzt fahren wir entlang der Küste in Richtung der Stadt Matsuyama. Unterwegs wird es noch einen leicht touristischen Ort geben und bis dahin schaut euch einfach an, wie schön es hier ist. Und jetzt sind wir fast da.
Wir sind an einem Bahnhof angekommen, der sich sehr nah am Ozean befindet. Das ist angeblich einer der Abschnitte der Eisenbahnlinie, die am nächsten am Meer in ganz Japan verläuft. Mir ist übrigens aufgefallen, dass man mein Gesicht in den Aufnahmen von diesen Orten kaum sieht. Wahrscheinlich war ich wegen der Hitze einfach nicht in der richtigen Verfassung, um vor der Kamera zu erscheinen. Den Zug haben wir übrigens nicht gesehen. Es ist eine ländliche Gegend und der fährt hier ziemlich selten vorbei. Übrigens schaut euch mal diesen authentischen Fahrradparkplatz an. Er ist eigentlich in einem ziemlich schlechten Zustand, aber irgendwie fühlt es sich im Herzen angenehm an, das zu sehen. Es erinnert mich am Sommer auf dem Land bei meiner Großmutter in Russland. Und wir setzen unsere Reise fort und unser nächster Stopp ist die Stadt Matsuyama. Irgendwie haben wir es geschafft, dort anzukommen. Ehrlich gesagt erinnere ich mich bis heute sehr gut an diese Gefühle. Die Hitze lag wahrscheinlich bei etwa 40 Grad. Wir trugen Helme und Schutzjacken und wir haben jedes Mal gleich eine ganze Flasche Wasser auf einmal getrunken. Es war sehr, sehr anstrengend. Nachdem wir im Hotel angekommen waren, haben wir ein bisschen geschlafen und sind dann rausgegangen, um etwas zum Essen zu kaufen. Zum ersten Mal seit langer Zeit nach dem Leben im Zelt befinden wir uns wieder in einer großen Stadt. An diesem Abend habe ich allerdings kaum etwas gefilmt, da ich sehr müde war. So sieht unser Abendessen aus. Instant Ramen, dazu Kimchi Kol und irgendein Hähnchen. Ehrlich gesagt sieht das nicht besonders gesund aus und das Zimmer ist auch ziemlich unordentlich. Ich hoffe, ihr nehmt es uns nicht übel. Und jetzt springen wir in den nächsten Tag und da erwartet uns einiges Interessantes. Der Tag beginnt mit dem Frühstück im Hotel, das ist so etwas wie ein kleines Buffet. Grundsätzlich mag ich das Essen in Japan, natürlich nicht alles, aber vieles ist sehr lecker. Besonders gerne mag ich übrigens Miso-Suppe. Mein Mann isst wie immer Natto, aber ich habe es bis heute nicht geschafft, meine Abneigung zu überwinden und es zu probieren. Als erstes steht bei uns der Besuch eines historischen Denkmals auf dem Plan, des Friedhofs der russischen Kriegsgefangenen. Ehrlich gesagt war ich überrascht, dass es so etwas hier überhaupt gibt. Mein Mann hat diesen Ort auf der Karte gefunden und entschieden, dass wir ihn besuchen sollten, weil ich Russin bin. Ich erzähle euch kurz über die Geschichte dieses Ortes. Während des russisch-japanischen Krieges zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde hier in Matsuyama eines der ersten Kriegsgefangenenlager eingerichtet. Durch dieses Lager gingen mehrere tausende Menschen. Auf diesem Friedhof sind etwa 100 Kriegsgefangene begraben, die an Verletzungen oder Krankheiten gestorben sind. Heute gilt dieser Friedhof als Symbol der Versöhnung und des Respekts gegenüber den Verstorbenen. Wie ihr sehen könnt, ist der Friedhof sauber und gepflegt. Man bringt sogar Flaschen mit Bier dorthin. In Russland legt man übrigens oft Süßigkeiten auf Gräber als symbolisches Geschenk. Interessant ist auch, dass die Grabsteine nach Norden ausgerichtet sind. Das wird als in Richtung Heimat interpretiert. Und eine weitere interessante Geschichte besagt, dass einige Soldaten bei ihrer Gefangennahme darum gebeten haben sollen, nach Matsuyama gebracht zu werden, weil die Behandlung hier angeblich besser war als an anderen Orten. Und den Gefangenen sogar erlaubt wurde, Onsen zu besuchen und im Park spazieren zu gehen. Im Jahre 1899 unterzeichnete Japan die Haager Friedenskonvention und der russisch-japanische Krieg wurde zu einem der ersten Fälle, in denen diese internationalen Regeln zum Umgang mit Kriegsgefangenen in der Praxis angewendet wurden. Andere Länder verfolgten das aufmerksam, deshalb war es für Japan sehr wichtig, sich von seiner menschlichen Seite zu zeigen. Übrigens befindet sich nur ein paar Schritte entfernt eine Universität sowie ein Schwimmbad, das zur Universität gehört. Wir haben einen kühlen Platz im Schatten gefunden und beschlossen, eine kurze Pause zu machen.
Wir haben diese armen 7 Mandarinen für 900 Yen dann doch gekauft. Und ja, sie sind lecker, aber ich habe schon sehr gute Mandarinen zu einem viel günstigeren Preis gegessen. Deshalb ist der Preis natürlich unangenehm. Der Blick auf das Schwimmbad ist übrigens richtig schön. Generell ist es in Japan normal, dass jede Schule und jede Universität ein Schwimmbad hat und dass Schüler Schwimmunterricht haben. In Russland zum Beispiel ist ein Schwimmbad an einer Schule eine große Seltenheit. Vielleicht haben nur einige teure Privatschulen ein Schwimmbad, während es in Japan ganz normal ist. Wie ist das eigentlich in eurem Land? Ursprünglich dachte ich übrigens, dass mich nur deutschsprachige Zuschauer schauen, aber seit ich angefangen habe, Videos über Japan zu veröffentlichen, empfiehlt YouTube meine Videos auch den Menschen in Japan. Deshalb erstelle ich jetzt für das Video japanische Untertitel und seit dem letzten Video mache ich zusätzlich auch englische Untertitel. Und jetzt befinden wir uns im Stadtzentrum von Matsuyama an einem historischen Ort, nämlich beim Dogo Onsen. Das ist einer der ältesten heißen Quellen Japans. Die ersten Erwähnungen stammen von vor über 1000 Jahren. Das Gebäude, das ihr im Video seht, wurde im Jahr 1894 gebaut. Eine Legende nach badete hier ein verletzter Reicher und wurde geheilt, deshalb gibt es am Gebäude viele Figuren von Reichen. Manche sagen auch, dass diese Onsen als Vorlage für den Onsen im Anime Spirited Away gedient hat und meiner Meinung nach sehen sie sich tatsächlich ähnlich. In der Nähe des Onsens stehen außerdem solche Kutschen bzw. Wagen, die Rikscha genannt werden. Das sind zweirädige Wagen, die von Menschen gezogen werden. Ein altes japanisches Transportmittel und ein Teil der Geschichte. Ehrlich gesagt tat mir das Personal leid, das hier arbeitet, denn draußen herrscht eine unglaubliche Hitze und sie müssen dabei auch noch die Wagen ziehen. Ich bin nicht in den Onsen hineingegangen, weil dort sehr viele Touristen waren und es dort anscheinend nur ein einziges Becken mit Wasser gibt, das außerdem sehr heiß ist. Deshalb sah ich keinen Sinn darin, hineinzugehen. Außerdem hätte ich wegen der vielen Besucher sowieso kein Video aufnehmen können. Mein Mann ist alleine hineingegangen, während ich einen Spaziergang durch die Umgebung gemacht habe. Allerdings konnte ich ein Fußbad nehmen. Nur ein paar Meter vom Dogo Onsen entfernt gibt es einen kostenlosen Fußonsen mit demselben Wasser, das aus der Erde kommt. Das Wasser kam mir übrigens sehr, sehr heiß vor. Schauen wir uns jetzt die Umgebung an. Das ist das touristische Zentrum der Stadt und hier gibt es unglaublich viele Souvenirläden, Geschäfte mit Essen, Restaurants und so weiter. Zum Beispiel sind wir hier in einen Laden mit gesunder, stark chemisch versetztem Essen gegangen. Mein Mann wollte mir ein paar chemische Süßigkeiten aus seiner Kindheit zeigen. Ich kann euch ehrlich gesagt nichts davon empfehlen. Ich befürworte solche Lebensmittel überhaupt nicht und besonders wichtig finde ich es, Kinder davon fernzuhalten, weil sie sehr leicht davon abhängig werden können. Vielleicht bin ich etwas spießig, aber ich versuche wirklich auf die Ernährung zu achten und kaufe normalerweise keinen so offensichtlich künstlichen Kram. Übrigens schaut euch wieder an, wie schön es hier ist.
Wie ich bereits erwähnt habe, ist die Präfektur Ehime sehr bekannt für ihre Mandarinen und direkt hier in der Stadt gibt es viele Läden, in denen man Säfte und Eis aus verschiedenen Mandarinsorten und andere verschiedene Mandarinen-Spezialitäten probieren kann. Wir haben uns entschieden, 2 Kugeln Eis zu nehmen. Eine aus einer süßeren Sorte und eine aus einer etwas bittereren. Nicht weit vom Onsen entfernt gibt es außerdem einen kleinen Laden, eine Kollaboration von Rilakuma und Dogo Onsen. Alles ist sehr niedlich, sehr hochwertig verarbeitet und die Preise sind eigentlich ganz angemessen. Ich hätte sehr gerne etwas gekauft, aber auf dem Motorrad haben wir nur sehr wenig Platz, deshalb habe ich mir nur 2 Magnete gekauft. Und das hier ist ein Laden des Studio Ghibli. Solche Läden gibt es in fast jeder großen Stadt Japans und als Anime-Fan fühle ich mich hier ehrlich gesagt wie in einem Museum. Ich denke, viele von euch kennen die Filme von Hayao Miyazaki. Ich habe sie zum ersten Mal gesehen, als ich etwa 6 oder 7 Jahre alt war und damals wusste ich noch nicht wirklich, was Japan ist und was Anime überhaupt bedeutet. Später in Osaka, kurz vor unserer Abreise aus Japan, habe ich mir noch einen Geschlüsselanhänger und andere Souvenirs für mich und meine Freunde gekauft. Und wie es sich herausgestellt hat, hat mein Mann heimlich dieses Baum mit Figuren aus My Neighbor Totoro gekauft, sowie einen kleinen Spiegel mit Zizi aus Kikis Delivery Service. Und er hat sie mir erst in Deutschland geschenkt. Ich wollte sie gerne selber kaufen, aber sie waren zu teuer für mich, deshalb war ich sehr positiv überrascht. Hier in Matsuyama habe ich mir diese Papierfette gekauft. Sie nehmen kaum Platz, deshalb kann man sie gut auf dem Motorrad transportieren. 2 davon habe ich meiner Schwester geschenkt und eines habe ich behalten. So sehen sie im zusammengebauten Zustand aus. Meins habe ich bisher noch nicht zusammengebaut. Was das Essen betrifft, mag ich japanische Mochi aus Reismehl mit Füllung sehr gerne. Übrigens gibt es hier abends darauf einen Rabatt von 50%, deshalb war es sehr günstig. 150 Yen für ein Mochi. Natürlich war Mochi mit Mandarinenfüllung. Danach haben wir nach einem Restaurant gesucht, um richtig essen zu gehen. Wir haben ein traditionelles japanisches Restaurant gefunden, in dem Gerichte aus Fisch und verschiedenen Meeresfrüchten serviert werden. Die Preise sind übrigens sehr erschwinglich. Ich habe mir ein Gericht für 1430 Yen bestellt, das ihr gleich sehen werdet, und ich denke, Zuschauer aus Deutschland werden überrascht sein. In Deutschland ist frischer Fisch deutlich teurer, dafür sind Obst und Gemüse günstiger. Überall gibt es Vor- und Nachteile. Und jetzt kommen vielleicht etwas unpassende Aufnahmen, aber ich möchte euch trotzdem zeigen, wie die Toilette hier aussieht. Das Restaurant ist offenbar sehr alt und die Toilette wurde anscheinend seit mehreren Jahrzehnten nicht renoviert. Also so sieht eine sogenannte traditionelle japanische Toilette aus. Und so sieht das Essen aus, das uns serviert wurde. Ich habe mir Sashimi aus Thunfisch, Hamachi und noch etwas anderem bestellt. Dazu gab es Reis, Miso-Suppe, Tofu und verschiedene kleine Beilagen. Übrigens gibt es ganz in der Nähe des Onsen auch eine ganze Straße mit sozusagen Etablissements für Erwachsene. YouTube mag solche Themen, glaube ich, nicht besonders, deshalb werde ich sehr vorsichtig darüber sprechen. Es handelt sich um eine Art Hotels, in denen japanische Frauen arbeiten und Männern verschiedene Dienstleistungen anbieten. Ehrlich gesagt hatte ich etwas Angst, dort zu filmen, weil es viele Sicherheitsleute gab, die ziemlich einschüchternd wirkten. Deshalb habe ich nur diese eine Aufnahme gemacht. So sieht der Onsen am Abend aus. Achtet mal auf das Dach. Dort steht offenbar der Reiher, der sich vor 1000 Jahren im Wasser dieses Onsen geheilt haben soll. Und als wir zurück zum Hotel gefahren sind, haben wir auf dem Dach eines Hauses sogar einen echten Reiher gesehen. In Japan gibt es sie übrigens sehr häufig, besonders auf Reisfeldern. Jetzt fahren wir zurück ins Hotel und morgen früh ist unsere Abreise geplant. Wir werden das Schloss Matsuyama besuchen und danach weiterfahren. Wohin genau, wussten wir aber noch nicht. So sieht übrigens unser Hotelzimmer aus.
Natürlich wäre es besser gewesen, das Zimmer direkt am Tag der Ankunft zu filmen, solange alles noch sauber war, aber wir waren damals einfach sehr müde. Wie ihr seht, ist der Platz sehr begrenzt. Das ist in Hotels im Stadtzentrum in Japan ganz normal. Der Preis pro Nacht betrug 6.200 Yen. Im Preis ist auch das Frühstück inklusiv und im Zimmer gibt es alles, was man braucht. Jetzt bereiten wir uns auf den Aufstieg auf einen kleinen Berg vor, um das Schloss Matsuyama zu besuchen. Ehrlich gesagt war das extrem anstrengend, unglaubliche Hitze und wir mussten nach oben klettern. Auf den steinernen Pfeilern entlang der Treppe stehen die Namen der Sponsoren dieses Ortes, verschiedene Firmen und auch einige wohlhabende Privatpersonen. Vielleicht fragt sich jemand, warum ich bei dieser Hitze lange Kleidung trage. Das ist, um keinen Sonnenbrand zu bekommen. Und nachdem wir schon fast die Hälfte des Weges zurückgelegt hatten, haben wir gemerkt, dass man auch mit einer Seilbahn nach oben fahren kann und nicht unbedingt zu Fuß gehen muss. Das wussten wir vorher nicht und da wir schon die Hälfte geschafft hatten, haben wir uns entschieden, nicht mehr zurückzugehen, sondern den Rest des Weges weiter zu Fuß zu laufen. Und dann haben wir es endlich geschafft. Das Schloss wurde am Anfang des 17. Jahrhunderts gebaut und das Gelände ist ziemlich groß. Der Eintritt auf das Außengelände des Schlosses ist kostenlos, solange man nicht ins Innere geht. Von hier aus hat man einen guten Blick auf die Stadt, die Umgebung und sogar auf das Meer. Früher war dieses Schloss eine Verteidigungsfestung mit vielen Türmen und Befestigungen. Stellt euch vor, vor Hunderten von Jahren haben hier Menschen gelebt, Samurai haben an Kriegen teilgenommen und viele historische Ereignisse haben hier stattgefunden. Ich möchte diese Epoche allerdings nicht romantisieren, denn für einfache Menschen war das Leben damals im Vergleich zu heute sehr, sehr hart. Und natürlich gibt es hier auch Cafés, einen Automat mit Mandarinensaft und eine Menge Getränkeautomaten. Wir sind nicht ins Innere des Schlosses gegangen, sondern haben einfach nur einen Spaziergang durch die Umgebung gemacht. Wir wollten unbedingt noch mit der Seilbahn fahren, deshalb haben wir uns entschieden, den Abstieg mit ihr zu machen. Natürlich ist das nicht ganz logisch, denn bergab zu gehen ist viel einfacher als bergauf. Eine Fahrt kostet übrigens 270 Yen. Und damit verlassen wir die Stadt Matsuyama und fahren nach Osten in Richtung der Stadt Tokushima, von wo aus unsere Reise durch Shikoku begonnen hat. Ehrlich gesagt hatten wir in diesem Moment überhaupt keine Ahnung, wo wir übernachten würden und wie weit wir an diesem Tag noch fahren würden. Wie sich später herausgestellt hat, haben wir noch etwa 4 weitere Tage auf Shikoku verbracht und davon wird mein nächstes Video handeln. Mit diesem Video habe ich ein bisschen experimentiert und es länger gemacht als die vorherigen. Wenn dieses Format viele Zuschauer anzieht, werde ich auch das nächste Video wieder länger machen. Wenn nicht, werde ich den restlichen Schock-Content auf 2 oder 3 Videos aufteilen. Auf jeden Fall erwartet uns noch viel Abenteuer. Der Besuch eines verlassenen Kupferbergwerks in den Bergen, der Oboke Canyon, eine Bootsfahrt auf dem Yoshino Fluss, der durch den Canyon fließt, ein weiterer
Onsen, den ich alleine besucht habe und in dem ich filmen konnte, außerdem ein japanischer Garten. Danach fahren wir mit der Fähre zurück auf die japanische Hauptinsel und weiter in Richtung Osaka. Kurz gesagt, es wartet noch viele Abenteuer auf uns. Wenn euch meine Videos gefallen, würde ich mich sehr über ein Like, ein Abo und einen Kommentar freuen. Ihr könnt auch eine Kanalmitgliedschaft abschließen, um meine Arbeit auf YouTube finanziell zu unterstützen oder mir eine einmalige Spende über PayPal schicken. Vielen Dank an alle, die mich bereits unterstützen, das bedeutet mir sehr viel. Vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns in ein paar Wochen wieder. Bis bald!